didn't bring any result. Also das hat nicht geholfen, den Konflikt zu lösen. So the two armies engaged one another. Also sind die ganzen Armeen aufeinander los. And then what happened was Abner, who was the commander of the north, killed Joab's brother, Ashiel. Und dann hat der Heerführer des Nordens, Abner, den Bruder von Joab, Asael, getötet. And then there was a peace brokered. Und dann kam es zu Friedensverhandlungen. And we read that David lost 19 men, but Abner had lost 360 men. Und dann das Ergebnis war, dass David 19 Krieger verloren hat, aber Abner 360. And so you get this long civil war with David growing stronger and the northern tribes growing weaker. Und dieser Krieg hat sich lange hingezogen, aber allmählich ist David stärker geworden und der Norden schwächer. And then Ishmael, the son of Saul, called Abner, his army commander, having sex with one of his father's concubines. Was that true or we don't know? Yeah, well, he thought it was. Also dann hat der König Ishmael Abner, seinen Heerführer, angeklagt, dass er mit einer der Nebenfrauen von Saul, die noch übrig waren, Sex hatte. Now you do need to know, it's very clear that Ishmael is not a very strong person, he's not a very strong leader and he's very insecure. Was auch klar wird, ist, dass Ishmael ist kein starker Leiter, er ist sehr unsicher in sich selber. Abner was the one that seemed to have the energy and the strength and be keeping this broken kingdom together. Abner, sein Heerführer, der war eigentlich der de facto Leiter, weil der hatte die Kraft und die Autorität. And this thing here that happened with Saul's concubines was really big in their thinking. Und das, was hier mit den Nebenfrauen von Saul passiert ist, das war für die was ganz Wichtiges. Ishmael probably saw this as a threat, that Abner was trying to grab power. Es ist gut möglich, dass Ishmael das interpretiert hat, dass Abner versucht, seine Macht auszubauen. And Abner oder auch sein Königsein gefährdet. Abner was upset, thinking, why is this an issue? Und Abner war sauer, weil er gesagt hat, wo ist hier das Problem? And he was so upset that he actually defected to David. Er war so sauer auf Ishmael, dass er übergelaufen ist zu König David. And so you get the negotiations between the army commander of the north and David. Und dann kommt es zu Verhandlungen zwischen dem Heerführer des Nordens und David. And David said, okay, we can make a covenant with you, but I insist I have my wife back, Michal, Saul's daughter. Und dann verhandeln sie und David sagt, okay, aber eine Bedingung, ich möchte meine Frau Michal, also die Tochter von Saul, wieder haben. Because Saul had taken Michal away from David and married her to someone else. Denn Saul hatte seine Tochter Michal David weggenommen und mit wem anders verheiratet. And so this happened that Abner defected to David. Also dann, das ist tatsächlich so gekommen und Abner ist übergelaufen zu David. But Joab, this big hitman of David, remember his brother had been killed by this person. Und jetzt Joab, einer der Helden von David, erinnert euch dran, sein Bruder ist von Abner getötet worden. And the understanding of the family feud, whereby if someone is killed, someone of that family, they have a responsibility to justify that particular action. Und dann That kommt was very strong. sowas wie Blutrache ins Spiel, dass wenn jemand von einer Familie von jemand getötet wurde, dann hatte diese Familie wie die Aufgabe, sich an der anderen Familie zu rächen. And so Joab killed Abner in retaliation. Und dann, was passiert ist, ist, dass Joab den Abner umgebracht hat als Rache.
The problem was Abner killed his brother in war when they were fighting, which is what you do in war. Das Problem an der Sache ist, Abner hatte seinen Bruder im ehrlichen Kampf während des Krieges getötet, was normal ist im Krieg. But Joab killed Abner in peace, Und and so it was considered murder. Joab hat Abner zu Friedenszeiten getötet und das war dann Mord. David's response was to separate himself from that action. Davids Antwort war, dass er sich da distanziert hat von dem, was da passiert ist. He made it very clear that he was not part of what Joab did. Und er macht es deutlich, dass er nichts damit zu tun hat, was Joab getan hat. He had everybody with public mourning over the death of Abner. Er hat öffentliche Trauer gehalten über Abner He even wrote a lament for him. und er hat sogar ein Klagelied geschrieben. And we read in chapter 3:36. Und dann lesen wir in Kapitel, again, the reference? Chapter 3, verse 3, 36, Vers 36, that all the people took notice. dass alle Leute das gemerkt haben, was da passiert. And in verse 37, Und in 37, so all the people of Israel understood that day that the king had had no part in the killing of Abner. und das ganze Volk Israel merkte an diesem Tag, dass es nicht vom König ausgegangen war, dass Abner, der Sohn Neas, getötet wurde. And this was really important if those northern tribes were going to have David as their king. Und das war ganz wichtig, eine Voraussetzung eigentlich, dass das Vertrauen wieder da war, dass die nördlichen Stämme David auch als ihren König später dann annehmen. And then the king of the north, the son of Saul, Ishbal, Und dann der König im Norden, der Sohn Sauls, Ishbal. there were a couple of brothers that thought that if they murdered Ishbal, that would put them in good favour with David. Und dann gab es da ein paar Brüder, die dachten sich, oh, wenn wir Ishbal, den König, umbringen, dann sind wir bei David gut angesehen. And the best way to prove you killed someone is to take their head off and bring their head. Und der beste Beweis, dass du jemanden umgebracht hast, ist, du schneidest den Kopf ab und nimmst ihn als Beweis mit. So they came into the camp of David saying, "Here, look what we've done for you. Here's Ishbal." Und sie kamen dann in das Lager von David und haben gesagt, hier, guck mal, was wir für dich gemacht haben. But David accused them of murder and they were executed for that. Aber David hat sie angeklagt des Mordes und sie sind dadurch getötet worden. And again, that showed that David was not trying to steal the throne from the northern kingdom. Und damit wurde auch nochmal deutlich, dass David nicht den Thron des nördlichen Königreichs einfach stehlen wollte. And then we read that with the death of Ishbal, the northern tribes came and voluntarily said, "We want you to be our king." Und mit dem Tod von Ishbal kamen dann die Stämme des Nordens zu König David und haben gesagt, wir möchten, dass du auch König über uns bist. And it's here in chapter 5 that Kapitel 5, we read he was 30 years old. als er 30 war. Now, the very first thing he did, and this is very politically clever, Das Erste, was er getan hat, und das war politisch wirklich sehr smart, he moved his capital city out of Judah, so it was much closer to the northern tribes. er hat seinen Regierungssitz verlegt aus Juda heraus, viel weiter nördlich, dass er näher an den nördlichen Stämmen dran ist. So it wasn't central, but it was more central, more accessible. Also es war nicht ganz in der Mitte, aber es war besser erreichbar für alle. Jerusalem had very good natural defences. It was a strong, defendable city. Und Jerusalem war auch damals schon eine Stadt, die gut viele natürliche Vorteile hatte, dass man sie leicht verteidigen konnte. And it was neutral. It was not connected to any particular tribe that actually had that city. Und Jerusalem war wie eine neutrale Stadt. Sie war jetzt nicht in einem der Stämme Israels zugetan. And it was so easily defendable that the Jebusites inside mocked and said,
you know, no one will be able to get this city. Even the blind and lame can defend it. Und die Stadt war so geeignet dafür, verteidigt zu werden, dass die Jebusiter, die dort gewohnt haben, gesagt haben, selbst die Blinden und Lahmen könnten diese Stadt gegen einen Angriff verteidigen. But David knew of one weakness in that city, Aber David kannte den Schwachpunkt in der Verteidigung. and that is they needed water. Er wusste, sie sind angewiesen auf Wasserversorgung. And you may have learned in your science class that water doesn't run up hills. Ihr habt vielleicht früher im Physikunterricht gelernt, Wasser läuft nicht bergauf, sondern bergab. And so the way they got the water from the city was that they had a shaft that went down to the water supply. The Jebusites. Also die Jebusiter haben Tunnel gegraben, die ihre Wasserversorgung sicherstellen. The reason Jerusalem could exist as a city was because of the stream, the Gihon spring was the water supply. Der Grund, warum Jerusalem existieren konnte als Stadt, war, dass sie die Gihon-Quelle hatten. Now, eventually, much later, Hezekiah built a tunnel so that everything was enclosed, but that was at a later date. Und viel später hat König Hesekia einen Tunnel graben lassen, dass das Wasser komplett sicher unterirdisch gebracht wurde. But the Jebusites, they had water by a shaft that went down to the level of the water. Aber die Jebusiter, da ist das Wasser noch durch einen anderen Tunnel geflossen. And this shaft was found by an engineer, Warren, and so that's what it's called today. Und dieser Schacht wurde von einem britischen Ingenieur 1867 entdeckt. And has anybody seen this? Been to Jerusalem and seen War jemand schon mal in Jerusalem und hat das gesehen? this? Would you like to go? Because maybe we'll go this afternoon. Ah, wir können EasyJet. mit EasyJet schnell mal hinfliegen. So David, this is the way you're going to get into the city and take it, and that's what happened. Und David wusste, das ist die einzige Möglichkeit, wie man in die Stadt reinkommen kann und sie überwältigen kann. Und so ist es auch gekommen. And so David, when he took it, he strengthened the city, expanded it and strengthened it. Und nachdem David die Stadt erobert hatte, hat er sie ausgebaut und die Befestigungsanlagen verstärkt. And often, actually, in the history books of the Bible, we read about this thing called the Millo. It's here and it's in Kings and other places. Und ein Wort, was immer wieder vorkommt in der Bibel, in Könige und an anderen Orten, ist der Millo. And it seems it was a structure to enable the city to be expanded but still have a strong wall. Und das war eine Struktur, eine Mauer, die gebaut wurde, dass die Stadt erweitert werden konnte und immer noch eine starke Schutzmauer hatte. Now today the city of David is outside Jerusalem. Heute ist die Stadt Davids außerhalb von Jerusalem. This is where the temple would eventually be built. Da oben ist dann der Tempel gebaut worden. And today the wall goes this way. Und heute geht diese Wand ungefähr dort. But this was the original city of David. Aber das war die ursprüngliche Stadt Davids. And no one ever been to Jerusalem? Ja. You've been, so you may remember seeing this. Yeah. So Mount of Olives is on the right, huh? Yes, this is the Mount of Olives here, and that's how you look over the city today, and the different valleys. Ja, der Ölberg ist rechts und so, das ist so das Panorama über die Stadt. And again, to say the reason the city could exist was because of the water supply. No water, no city. Der einzige Grund, warum die Stadt dort existieren konnte, war wegen der Wasserzuführung. Ohne Wasser kann man dort nicht leben. And then we find just a brief reference that is so important. Und dann gibt es einen kurzen Hinweis, der total wichtig ist.
And it's in chapter 5, verse 12. Das ist Kapitel 5, Vers 12. He receives an act of friendship from the king of Tyre. Hat vom König von Tyrus ein Freundschaftsangebot bekommen. And in chapter 5, verse 12, In Kapitel 5, Vers 12, David then perceived that the Lord had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for the sake of his people Israel. und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte, seines Volkes Israel willen. He knew something that his descendants very quickly forgot. Er wusste etwas, was seine Nachfahren sehr schnell vergessen hatten. And that is, the reason God had made him king was actually for the sake of the people. Er war sich sehr bewusst, dass Gott ihn zum König gemacht hatte für das Volk. When in ancient times everybody knew that the king was the ultimate and the people kind of did their thing and served the king. Während normalerweise im Altertum war es so, der König war der Höchste und die Leute mussten ihm dienen. And the principle we read about that Jesus articulated, Und das Prinzip, was Jesus reingebracht hat, that if you would be great, you would be the servant. wenn du groß sein möchtest, dann sei der Diener. This is something we see in the Old Testament the same. Und dieses Prinzip können wir sogar im Alten Testament eben schon entdecken. And David understood that his job was to serve the people, not the other way around. David wusste, seine Aufgabe war es, seinem Volk zu dienen und nicht andersrum. And then the rest of this part of Samuel is a lot about the victories that David got. Und die nächsten Kapitel, die dann kommen, da geht es sehr viel um die Siege, die David errungen hat. 2 major victories over the Philistines, which basically subdued them. 2 große Siege über die Philister, die sie damit wirklich außer Gefecht gesetzt haben. And then another big moment of bringing the ark to Jerusalem. Und dann kam ein großer Moment, als die Bundeslade nach Jerusalem transportiert Now, wurde. Chronicles has a lot about David and preparing for the temple, building the temple. In der Chronik liest man viel drüber, wie David den Tempelbau schon vorbereitet hat. But David, he wanted his capital city to be the place where the ark of the Lord would dwell. Und Davids Wunsch war es, dass sein Regierungssitz auch der Sitz oder der Ort war, wo die Bundeslade Gottes sein sollte. So that ark, which represents the presence of God, would be right close. Die to where he Bundeslade, was. die doch die Präsenz, die Gegenwart Gottes symbolisiert. So he made a tent, a tabernacle in Jerusalem. Hat in Jerusalem ein Zelt aufgebaut. And then we read about the celebration and the moment of moving the ark from where it had been for about 100 years to Jerusalem. Und dann lesen wir davon, wie die Bundeslade, die 100 Jahre lang woanders war, nach Jerusalem gebracht wurde. And so when we think that at the beginning of Samuel it was in Shiloh, Also am Anfang vom Buch Samuel war die Bundeslade in Silo. and it was taken by Eli's sons to Ebenezer, Und die Söhne von Eli haben sie nach Ebenezer mitgenommen. and then it ends up in the Philistine cities, and then eventually in Kiriath-Jearim. Und dann geht sie verloren im Kampf und endet ab bei den Philistern und dann anschließend in Kiriath-Jearim. It was now going to be moved to Jerusalem. Und jetzt wird sie nach Jerusalem transportiert. And so you may remember that it was unfortunate because the first time they tried this, someone died in chapter 6. Vielleicht wisst ihr noch, in Kapitel 6 stirbt jemand beim Transport. The law says in a number of times you do not stick this ark on some old cart. What you do is you carry it. Das Gesetz des Mose sagt mehrfach, dass man diese Bundeslade nicht einfach auf irgendeinen Eselskarren drauf macht, sondern dass man die tragen muss von Hand.
In Exodus 25, it says the pole should never be removed from the ark, and that's a reminder. Im 2. Buch Mose 25 steht, dass diese Tragestangen, an denen die Bundeslade angebracht war, nie weggenommen werden sollten, einfach als Erinnerung, die muss getragen werden. Now today we're quite used to certain items having very strict rules about how they're moved from one place to another. Heutzutage sind wir daran gewohnt, dass bestimmte Gegenstände nur auf ganz bestimmte Art und Weise transportiert werden dürfen. You don't take radioactive material and stick it in the trunk of your car and just drive down the road. Du nimmst zum Beispiel keine radioaktiven Materialien und tust sie einfach hinten in dein Auto rein und fährst dann durch die Gegend damit. And God was very clear, the ark, you carry it, this is how you deal with it. Und Gott hat das sehr deutlich gemacht, die Bundeslade muss getragen werden. And so there were 30,000 people watching this, we read. 30.000 Leute haben da zugeschaut. And the fact that Uzziah touched it and died was a very vivid demonstration to the fact that God wasn't just some other old deity, He was God. Und das, was dann dort passiert ist, sollte einfach auch illustrieren, Gott war nicht wie irgendeiner der Götzen der umliegenden Völker, sondern er war der lebendige Gott. Now, in certain cultures down through history, royalty was carried in one of these things. In anderen Kulturen im Verlauf der Geschichte wurden Monarchen und Könige in sowas getragen. This is a photograph I took in Korea. Das ist ein Foto, was ich in Korea gemacht habe. So this was one thing that they were carried. It was a sign of honor and respect. Also das war ein Zeichen von Ehre und Respekt für den Herrscher, wenn er in diesem Ding getragen wurde. And it's kind of like that with the ark. It was a way in the culture this is a way you show respect to someone of dignity. Und das war das Gleiche damals. Das war etwas, wie man Respekt und Würde gezeigt hat. In the Song of Solomon, I think it's the end of chapter 3, we read that Solomon was being taken to his wedding day in a palanquin, like this. Wir lesen zum Beispiel, dass Salomo an seinem Hochzeitstag in so etwas zur Hochzeit getragen wurde. And so the fact that they would stick the ark on some cart was actually something that was showing disrespect. It wasn't neutral. Und der Gedanke, dass die heilige Bundeslade Gottes einfach auf einem Karren transportiert wird, das geht gar nicht. It's like, I don't know, I'm from England, we have a queen. It's like her driving around in the back of someone's pickup. Ich komme aus England, wir haben die Königin. Das wäre so ähnlich, als ob jemand der Königin anbietet, ey, du kannst hinten auf der Ladefläche von meinem Lastwagen mitfahren. Rather than one of her many Rolls-Royce cars. Oder anstatt in einem ihrer Rolls-Royces. And so that was a very unfortunate time. Das war ein sehr unglücklicher Vorfall. But then the second time they got it right. Aber im zweiten Versuch haben sie es dann richtig hingekriegt. And this was such a wonderful festival for everybody. Und es war ein großes Fest für alle. Dancing and feasting. Tanzen und feiern. One of the offerings you may remember from Leviticus was an offering where the people partook of the offering. Eines der Opfer im Levitikus war ja, dass die Leute das Opfer dann auch essen durften hinterher. That's the thank offering. Das Dankopfer. And there were so many offerings that everybody there celebrating got some meat, a piece of bread and dessert. Und da sind so viele Opfer dargebracht worden, dass jeder, der dort war, Brot und Fleisch und noch Kuchen zum Nachtisch bekommen. Now, how's that for organisation? Das ist doch eine tolle Planung.
I remember a number of years ago, I was with my wife Linda visiting her parents in Colorado. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Frau Linda nach Colorado, um ihre Eltern zu besuchen. And there was a men's movement emerging called Promise Keepers, where men would meet and have teaching on being men, I guess. Das war die Zeit, wo die Promise Keepers gerade losgingen, also Männer, die sich treffen, um sich gegenseitig zu ermutigen. And it was in the early days, and I went to a football stadium, and there were 14,000 men had gathered. Just that was quite small. It got much bigger. Das war noch am Anfang der Bewegung und ich bin in ein Fußballstadion gegangen, wo 14.000 Männer sich getroffen haben. Später wurde es noch größer. And it was a day conference, and when it came to lunchtime, I was really amazed. Und es war eine Tageskonferenz und zur Mittagessenzeit war ich echt beeindruckt. Outside the stadium, they had rows and rows of these half-gallon, oil drums, and they were barbecuing all of this meat. Außerhalb von dem Stadion hatten sie Reihe um Reihe aus Grills aufgebaut, so halb durchgeschnittenen Ölfässern. And all 14,000 men got a piece of steak and chicken and other stuff for their lunch. Und jeder der 14.000 Männer hat da ein Steak bekommen oder Hühnchen fürs Mittagessen. And I thought only Americans would attempt this. Und ich dachte mir, nur Amerikaner probieren sowas and pulled it off. und bringen es auch fertig. But this was even a lot more than that they had there. Aber das, zum Vergleich, damals war das noch mehr Leute und noch größer. But one of the first things that David did Das when erste, he became king was attend to making sure the presence of God was among the people. eines der ersten Amtshandlungen von David als König war, da ging es ihm, dass die Gegenwart Gottes da ist. Chapter 7 is a really important chapter in Samuel, Kapitel 2 7 Samuel. ist sehr wichtig, because here we find David, out of his love for God, wasn't happy that God was in a tent. He wanted a palace, a building. David war es einfach nicht recht, dass Gott immer noch in einem Zelt wohnen musste sozusagen und er wollte ihm eigentlich einen Palast bauen. And so he asked Nathan the prophet, and Nathan said, yes, you can build God a temple. Und dann hat er den Propheten Nathan gefragt, was er tun soll, und Nathan hat ihm gesagt, ja, du kannst Gott einen Tempel bauen. And that night Nathan went home and he prayed, and God said to him, no, that's not what should happen. Und dann ist Nathan nach Hause gegangen und an dem Abend hat er irgendwie gebetet und auf einmal hat Gott ihm sehr klar gesagt, nein, das ist nicht das, was passieren soll. So Nathan came back the next day and said, actually, correction, no, you should not build God. Und am nächsten Tag musste Nathan also zurück zu David gehen und sagen, Korrektur, Gott möchte doch nicht, dass du einen Tempel baust. It's comforting to know that sometimes even these prophets didn't get it quite right. Ist das nicht ein versöhnlicher Gedanke, dass auch so große Propheten manchmal Fehler machen? But Nathan said, your son will build the temple. Nathan hat gesagt, dein Sohn wird den Tempel bauen. But Aber God is going, you want to build God a house, God is going to build you a house. du möchtest Gott ein Haus bauen, Gott wird dir ein Haus bauen. And what he meant by that was he was going to give David a dynasty. Was er damit ausdrücken wollte, ist, dass Gott David auch als seine Nachkommen zu Königen machen wird. And we have now what people like to call the Davidic covenant. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Leute den Bund Davids nennen. And one of the features that is common with these is the number of times you read the phrase, I will. This is God speaking, I will. Und was wir da finden, ist, dass immer wieder wiederholt vorkommt, ich werde. Und das ist Gott, der da spricht. And 8 times that's repeated. Achtmal wird das wiederholt. And you see this the same with God's covenant with Abraham.
Und das ist eine Parallele zu dem, wie Gott seinen Bund mit Abraham geschlossen hat. And the same thing in Jeremiah with the new covenant. Und das Gleiche finden wir auch in Jeremia, wo schon der neue Bund angekündigt ist. This is when it's a covenant that comes from God's side and He's committing Himself